Hallo, ich bin Annalena und ich freue mich, euch heute am zweiten Advent eine meiner Lieblingskartenformen zu zeigen. Das ist die Teelichtkarte. Ja, wenn ihr sie nicht gerade für euch selber behaltet, dann sind die Maße so, dass sie perfekt zum Verschicken geeignet ist in einem normalen Briefumschlag. Und das Schöne ist, der Empfänger freut sich nicht nur über einen lieben Gruß von euch, sondern kann die quasi auch noch aktiv nutzen. Und das Beste heute ist, ihr könnt diese Karte und ihre Varianten auch noch gewinnen. Dazu später aber mehr. Erstmal zeige ich euch, wie ihr die selber bastelt. Mal beiseite. Ihr braucht dafür ein Stück Farbkarton im Maß 10,5 x 28 cm und ein Stück Designerpapier, auch 10,5 x 28 cm und ein Stück Transparentpapier. Das muss hier hinterpassen. Und ich habe dafür genommen die Maße 13,8, dann kommt es gleich mit den Klicken nicht so übereinander, und maximal 10 cm in der Höhe. Ich glaube, ich habe jetzt 9 genommen, aber wie gesagt, 13,8 mal maximal 10 cm. So, fangen wir mal an. Nehmen wir ein Stück Farbkarton, legen es an der langen Seite an und falzen es bei der Hälfte bei 14 cm. Ja. Und das Stück Designerpapier wird gefalzt bei 7 cm, bei 14 und bei 21. Das war es hierfür auch schon. Dann einmal den Farbkarton falten, nachfalzen. So, mal hier so hin, damit man die sieht. Das heißt, einmal das mittlere Stück, dass die Karte aufeinander liegt, so rumfalten und die beiden anderen Teile in die Gegenrichtung, so dass so ein Zickzackmuster wie hier entsteht. Und diese Kartenform geht wirklich ganz schnell. Sieht aber total schön aus, wenn man die irgendwo hinstellt. So, seht ihr? Zickzack. Dann die Handstanze Sterne. Die wird übrigens aus dem Mini-Katalog übernommen. Die könnt ihr also noch weiter bekommen. Dann, ich habe immer gerne den großen Stern hier in der Mitte. Das ist aber euch selbst überlassen. Ihr könnt auch andere Motive nehmen. Und dann orientiere ich mich hier an den beiden Falzkanten. Da ragt die Handstanze jeweils ein bisschen drüber. Einmal gestanzt, einmal die Sterne beiseite. Und ich habe das ganz gerne spiegelverkehrt. Das heißt, die beiden großen Sterne direkt gegenüber. Deshalb drehe ich das Papier einmal und stanze es so rum. Seht ihr, dann sind die beiden großen Sterne gegenüber. Hier wieder auf die Kanten achten. Einmal stanzen. Die Sterne könnt ihr später für was anderes verwenden. Da ist noch einer. So. Und das Vorderteil ist fertig. Dann nehme ich mein Stück Transparent. Hier zwischen sind 14 cm und damit das nicht exakt auf die Kante kommt, habe ich das Transparent in 13,8 gemacht. Dann klebe ich einmal oben und unten jeweils einen Streifen doppelseitiges Klebeband dran. Wie gesagt, die Höhe hängt immer davon ab, was ihr für ein Motiv nehmt. Kann es auch ein bisschen kleiner machen. Ich nehme immer gerne ein bisschen mehr, damit ich sauber kleben kann. So. Einmal ausgerichtet von mir. Dann gucke ich, dass es auf der einen Seite gut liegt. Hier auf der linken Seite. Und auch, dass die Klebekante oberhalb des obersten Sterns ist. Und dann einfach von links nach rechts rüber geschoben. Damit ist das Transparente fertig. Ich habe das Transparentpapier nicht vorgeknickt.
mir persönlich immer ein bisschen zu brüchig und wenn man es dann nicht ganz mittig hinbekommt, dann hat man vielleicht einen Klick irgendwo hier im Bild, im ausgestanzten Element, das mag ich nicht so gerne. Deshalb falze ich es jetzt noch einmal. Es geht auch sehr gut. Dann kommt hier unsere Kartenrückseite. Und ich möchte zuerst diese Seite bekleben. In dem Fall nehme ich dafür Flüssigkleber, weil der sich gleich noch ein bisschen besser rücken lässt. Einfach hier so drüber und zwar nicht auf das Stück. Und wirklich nur hier auf das äußerste Viertel. Und dann lege ich das hier oben relativ gut an. Schiebe es mir genau in die Ecke rein, wie ich es haben möchte. So. Der Vorteil halt am Flüssigkleber, dass ich es noch ein bisschen schieben kann. Festdrücken. So. Und dann die andere Seite. Ja. Nehme ich einfach, klinke ich hier um. Auch Flüssigkleber drauf. Nicht umfallen. Und dann auch wieder hier oben ausrichten auf der Kante. Gucken, dass die Finger nicht so kleben wie meine. Feststreichen. Nochmal zuklappen. Und schon passt das. So. Gucken jetzt mal gerade, wie das mit Licht aussieht. Das Licht geht sogar. Natürlich ist jetzt ein bisschen hell bei mir. Aber man sieht, es scheint durch. Genau, das ist wirklich die ganz einfache Variante davon. Stanzen, nichts weiter mit der Handstanze, fertig. Dann habe ich noch ein paar andere Varianten dazu gemacht. Hier habe ich zum Beispiel, ich gucke mal, ob wir da hochkommen. Genau, das ist von den Stanzformen so schöne Flocken oder so viele Flocken. Da bin ich zweimal durch die Stanzmaschine damit. Das macht auch ein ganz tolles Bild. Ist aber sonst soweit auch ganz schlicht, hat noch einen Stern außen drauf bekommen. Gut ist. Nächste Variante, die ist schon ein bisschen aufwendiger. Dafür habe ich die Handstanze, entzückendes Etikett genommen. Stempel aus dem Stempelset hier, Momente der Ruhe. Und auch die Stanzformen davon. Und das Papier ist auch das geruhsame Tage. Das gibt es momentan noch. Also wenn ihr es noch nicht habt und jetzt denkt, oh, brauche ich noch, guck mal, das ist noch bestellt. Dafür habe ich also hier zweimal die Handstanze benutzt, dann mir die Bäume ausgestanzt, von hinten hintergeklebt und dann erst das Transparentpapier. Und da habe ich sogar noch ein paar kleine Sterne von der Handstanze, Sterne mit dazu. Hier, die habe ich in 5,5 mal 9 cm, damit man noch so ein bisschen was vom Rand sieht. Habe ich mit einem Spruch bestempelt aus dem Stempelset und ein paar Bäumen. Genau. Und auch die Bäume einmal ein paar Mal drauf. Genau, das ist so. Wenn ich sage mal so, hier, das ist die Anfängerkarte, dann ist das hier schon so ein bisschen fortgeschritten, wo man ein bisschen mehr machen muss. Und dann habe ich auch noch eine Karte sozusagen als anspruchsvolle Karte. Da habe ich nämlich auch aus dem Stempelset von Momente der Ruhe das Haus mit dem Umriss. Hier oben habe ich die Kante nochmal verwendet, da musste ich das Papier ein bisschen schieben. Hier habe ich noch ein paar kleine Sterne reingestanzt. Die habe ich hier noch aufgeklebt, dann habe ich das Papier noch bestempelt und das habe ich dann noch geschwungen weitergemacht, damit das so aussieht wie eine geschwungene Linie. Hier habe ich sogar dann noch so ein paar Glitzersternchen drauf. Hat schon ein bisschen mehr Zeit gekostet, geht aber auch alles. Und hier habe ich dann auch ein bisschen aufwendiger das bestempelt. Nochmal das Haus. Das Haus mit der Maskiertechnik, damit die Bäume dahinter kommen. Ja, das ist es so. So, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, geht ganz schnell mit dieser Karte. Sieht schön aus. Ich mache mal das Licht aus, vielleicht sehen wir es dann ein bisschen besser. Ja. Ich muss nur noch mein Teelicht mitmachen.
Ja, jetzt sieht man es schön, ne? Guck mal, wie toll das dann da drunter leuchtet. Und das sieht einfach schön aus, wenn man das abends hinstellt. Und der Empfänger hat halt nicht nur einfach schnell eine Karte, sondern kann sich auch richtig schön lange dran erfreuen. Zeige ich euch die anderen Motive nochmal. Ja. Machen wir die Schneeflocke. Bäume. Und das Haus im Schnee. Ach, das ist schön. Die würde ich am liebsten behalten. Aber ich habe ja gesagt, es gibt ein Gewinnspiel. Und das bedeutet, kommentiert einfach bis nächsten Samstag, also den 11.12.2021, welche von diesen gezeigten Karten ihr am ehesten selber nachbasteln wollt. Und unter allen Kommentaren verlose ich die einzelnen Karten, die dann als Weihnachtspost zu euch kommen. Also, kommentiert, welche ihr am liebsten nachbasteln wollt. Und das wäre Karte 1, ganz schlicht. Karte 2 mit der Schneeflocke drin. Karte 3, die Bäume. Oder ob ihr lieber was richtig Anspruchsvolles basteln wollt, die Karte 4 mit dem Haus. So, wenn euch das gefallen hat, was ich hier gemacht habe, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann bekommt ihr immer mit, wann das nächste Video kommt. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Advent. Bis bald, eure Annalena.